Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen Currywursttopf mit Paprika und Kartoffeln. Dafür als erstes 5 bis 6 Bratwürstchen mit einem Messer in Scheiben schneiden. Außerdem habe ich hier noch 500 Gramm festkochende Kartoffeln, schälen und anschließend in kleine Stücke schneiden. Je eine rote, gelbe und grüne Paprika entkernen und dann ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Und zum Schluss noch eine große Zwiebel sowie 2 Knoblauchzehen abziehen, die Zwiebel grob hacken und die Knoblauchzehen in Scheiben schneiden. Als nächstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Wurstscheiben in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden anbraten. Wenn das erledigt ist, die Würstchen aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen, dann kommt das Gemüse in die Pfanne, eventuell nochmals etwas Öl nachgeben und alles für weitere 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, dabei gelegentlich immer mal wieder umrühren. Anschließend kommen die Gewürze dazu: 2 Teelöffel süßes Paprikapulver, 1 Teelöffel scharfes Paprikapulver, 1 Teelöffel Currypulver und 1 Teelöffel Kumin. Die Gewürze kurz unterrühren, mit anrösten lassen und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu: 750 ml passierte Tomaten, einen Schuss Wasser, einfach um die Tomatenflasche auszuspülen, außerdem 2 gehäufte Esslöffel Eiweiß, einen gehäuften Esslöffel Zuckerrübensirup, einen guten Schuss Balsamico-Essig und zum Schluss die angebratenen Wurstscheiben wieder zurück in die Pfanne geben. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Dann kommt noch eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer dazu. Alles ein letztes Mal gut umrühren, zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze ca. 25 Minuten ganz langsam köcheln lassen. Zwischendurch immer mal wieder den Deckel abnehmen, alles einmal durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Kartoffeln gar sind und alles eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Danach können wir auch schon anrichten, den Currywursttopf dafür auf tiefen Tellern verteilen, zum Schluss alles eventuell noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren, außerdem noch etwas extra Currypulver drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.